Herzlich willkommen zum Instagram Live und jetzt auch bereitgestellt auf YouTube. Ihr werdet merken, es ist ein Instagram Live, weil wir immer wieder auf Fragen und Kommentare eingehen. Das Thema ist heute 10 Dinge, womit wir mit der Anthony William Community nicht ganz einverstanden sind. Und heute spreche ich mit Rachel und der Kater. Und dann würde ich sagen, steigen wir einfach direkt ein mit dem ersten Punkt, den wir zusammengetragen haben. Und ja, Katha, magst du vielleicht mal damit starten? Ja, sehr gerne. Das ist tatsächlich für mich auch einer der wichtigsten Punkte. Und zwar der Heilungsdruck, der oftmals entsteht, wenn man so in diese Community schaut. Wenn man bei Anthony William direkt auf seiner Instagram-Seite ist, dann sieht man ja ganz, ganz viele Vorher-Nachher-Bilder, teilweise auch von Kindern oder Erwachsenen, die schlimmste Hautprobleme haben. Da sieht man es ja immer sehr, sehr deutlich, im Äußeren auch, wie dann Vorher-Nachher ist. Und ganz, ganz viele Menschen, die berichten, dass sie innerhalb von wenigen Monaten, wenigen Wochen geheilt sind. Und ja, da entsteht halt einfach ein großer Druck. Bei mir persönlich war es so, dass das Ganze über ein Jahr gedauert hat, bis ich wirklich gesagt habe, ich fühle mich geheilt, die Werte sind besser geworden und bin aber trotzdem dran geblieben. Also ich habe mich nach wenigen Monaten besser gefühlt. Es war aber jetzt nicht so, dass ich nach wenigen Monaten geheilt war. Und ich finde, dass da einfach ein ziemlicher Druck entstehen kann, wenn man sagt, wenn man nach wenigen Wochen, Monaten eben noch nicht richtige Erfolge hat. Und da ist es, finde ich, so wichtig, dass man auch dran bleibt. Und das ist natürlich die Gefahr, dann, wenn man sieht, dass es so schnell gehen muss, dass man dann die Motivation verliert. Ja, so ein guter Punkt. Ja. Und für alle, die jetzt gerade eben nochmal dazugekommen sind, wir sind direkt eben schon mit Punkt 1 gestartet. Das war nämlich der Heilungsdruck, der durch die sozialen Communities entstehen kann. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt zu Punkt 2. Und den würde ich an dich weitergeben, Priscilla, weil der ja auch durch deine Affinität zum Ayurveda, denke ich, auch ganz gut zu dir passt. Ja, für Punkt 2 haben wir aufgeschrieben, roh und fettfrei. Das Witzige ist, dass ich ganz lange nicht gecheckt habe, dass ganz viele Leute Anthony William überhaupt mit roh verknüpfen und ich das erst erfahren habe durch ganz viele Kommentare oder das geht doch nicht, du kochst so viel und so weiter. Da wurde ich ehrlich gesagt erst darauf aufmerksam gemacht. In den Büchern ist es mir gar nicht so aufgefallen. Klar, das Ziel ist, mehr Früchte und mehr Gemüse zu essen und es gibt auch viele rohe Rezepte, aber es gibt auch viele gedämpfte Rezepte. Und das fand ich irgendwie witzig, auch als ich dann meine Ayurveda-Ausbildung gemacht habe, dass immer wieder gesagt wird, das kann man doch nicht vereinen, das ist total viel gekocht. Und ich habe immer so gedacht, ja, ich koche. Ich könnte mir nie vorstellen, Rohköstler zu werden. Gerade am Anfang der Heilreise war mir so oft so kalt. Das ist auch besser geworden. Aber wenn ich da von Anfang an mich auf roh das versteift hätte, das wäre ganz schlimm gewesen. Ich muss auch sagen, ich habe halt einfach die Bücher gelesen und ich habe den einen YouTube-Kanal von der Österreicherin immer gehört. Das heißt, ich war gar nie in solchen Blasen unterwegs, wo plötzlich irgendwie in eine andere Richtung geht. Und mit dem Fettfrei, das habe ich schon verstanden, dass in vielen Produkten eigentlich zu viel Fett drin ist, dass also meine Entgiftungsleistung gehemmt wird. Aber ich hätte jetzt auch nie von Anfang an fettfrei gemacht. Also da habe ich mir auch enorm viel Zeit gelassen, mehrere Monate. Und habe dann, bis der Wunsch in mir gewachsen ist, okay, ich möchte das mal ausprobieren, Fett zu reduzieren. Und das ging auch immer wieder so, dass ich doch mit Kokosmilch gearbeitet habe und so weiter. Und für mich waren das dann 9 Monate, wo ich gesagt habe, ich verzichte auf Nüsse und versuche gar kein Kokosöl mehr zu verwenden. Und manchmal, wenn ich eine Krise hatte, habe ich halt einen Schuss Kokosmilch reingetan. Und das Tolle ist, dass mein Körper, sobald ich zu viel Fett reingetan habe, ich habe am Rücken einen Punkt,
der zieht sich zusammen, wenn ich zu viel Fett verwende. Und über die Monate hat sich das dann auch wieder aufgelöst. Also man hat ja diese viralen Belastungen und wenn man zu viel Fett konsumiert, kann man das körperlich spüren, sobald die Körperintelligenz aktiviert ist. Und das ist nach einer Reinigung der Fall. Und dann war es für mich gar nie dieser Druck, du musst fettfrei sein, sonst, das spüre ich in meinem Körper, zu viel Fett bekommt mir nicht. Aber jetzt zum Beispiel nach dieser Zeit, nach diesen 9 Monaten, hatte ich dann wieder Nüsse eingeführt und alles Mögliche, Kokosmilch und so weiter. Und genieße es wirklich sehr. Das heißt, für mich ist fettfrei eigentlich nur während der 369 und es ist auch richtig hart für mich. Also ich finde es nicht leicht. Ich kann mich da tatsächlich nur anschließen. Ich finde, das mit dem roh fettfrei ist so ein zweischneidiges Schwert. Ich habe davor ja auch, war relativ tief im Ayurveda und da ist ja Fett oder das Ghee sogar ein Heilmittel irgendwo. Das Problem ist natürlich, dass das irgendwie in unserer Welt auch nicht mehr das Ghee ist, was ursprünglich mal Ghee war. Trotzdem ist es so, dass ich beispielsweise mein PCOS und das Ausbleiben meiner Periode während der Ayurveda-Zeit geheilt habe schon. Das heißt, ich habe relativ viel Fett zu der Zeit gegessen. Es ist ja auch immer wieder so eine Frage, ob das Ganze mit der Periode nicht damit zusammenhängt, dass man eben vielleicht zu wenig Fett isst. Ich glaube, das ist eben auch von jedem so ein bisschen individuell unterschiedlich. Ich kann nur sagen, ein Teil von meinen Symptomen und Krankheiten ist geheilt, als ich eigentlich relativ viel Fett zu mir genommen habe, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ja, wie du sagst, ich mache das auch während der 369-Kur, bin ich fettfrei und ansonsten nicht. Ist es wahrscheinlich weniger geworden als vorher. Ich fühle mich damit auch fitter und gut, aber das immer so dogmatisch zu sehen und ich kriege auch oft die Nachrichten, was ist, wenn ich Fett zu mir nehme, kann ich dann nicht heilen. Nein, es ist halt für jeden unterschiedlich. Ja. Es gibt mit Sicherheit auch Menschen, für die ist es gut, fettfrei zu essen, aber eben nicht für alle. Ja. Rachel, darf ich kurz was vorlesen, was jemand geschrieben hat, was ich gerade sehr wichtig finde? Ich wollte auch genau direkt was dazu sagen, weil das hast du nämlich auch schon am Anfang angesprochen gehabt, weil mir ging es auch genauso wie dir. Ich habe am Anfang nur seine Bücher gelesen und da kam bei mir auch nie das fettfrei und roh rüber. Und das ist genau wie Romina schreibt, das ist echt, in den Büchern habe ich das auch gar nicht so wahrgenommen, eher eben nur auf die Kuren bezogen. Und das kam auch für mich, dieser Druck mit dem fettfrei und roh, kam eigentlich eher durch die Communities. Und das ist auch ein Punkt, auf den wir auch noch eingehen werden, genauer. Also Romina ist ein super Hinweis, sehe ich genauso wie du. Ja. Können wir eigentlich auch direkt den Punkt vorziehen, oder? Ja, genau, das stimmt. Und dann wäre eigentlich tatsächlich auch noch eine kleine Unterschrift zu unserem Titel, entweder nicht mit Anthony William oder sagen wir mit den Anthony William Communities. Also viele Sachen sind ja auch nochmal interpretiert durch die Communities. Und ja, da ist es wichtig zu differenzieren. Das ist ein super Punkt. Ja. Genau. Ja. Und ich möchte noch dazu sagen, es ist immer gut, einen reißerischen Titel zu machen. Das ist gar nicht schlecht, aber wir kommen wirklich auf den Punkt, was sagt eigentlich Anthony William und was passiert in dieser Community. Und das ist halt wichtig, deswegen danke Romina für deinen Punkt. Wir kommen dahin. Ja. Ja, auf jeden Fall. Okay, super. Ja, genau. Also dann können wir eigentlich direkt zu dann ziehen wir den 4. Punkt vor. Das war nämlich tatsächlich Sprache in den Büchern auch teilweise und auch der Umgang auf Social Media. Also wir probieren das jetzt mal kurz aufzuteilen. Und zwar einmal eben der Druck auf Social Media oder auch Umgang in verschiedenen Gruppen. Da ist es bei uns auf jeden Fall so, der Punkt eben genau auch das, was wir gerade schon gesagt haben, dass manchmal dieser Druck entsteht, die Anthony William Ernährung heißt, komplett fettfrei und roh zu sein. Und so interpretieren wir ja anscheinend die Bücher wirklich nicht. Und dann, was ich zum Beispiel auch ja in einem Post selber schon geschrieben habe,
solche Begrifflichkeiten teilweise, da habe ich auch schon gehört, dass für andere Leute diese Begriffe sehr hilfreich sind. Bei mir ist es jetzt so, dass so ein Begriff wie No Foods oder auch, dass viel von Verzicht gesprochen wird, das ist etwas, was mit mir nicht so in Resonanz geht, weil zum Beispiel No Foods, der Begriff impliziert für mich auch immer so eine Art Verbot. Ja, genau. Und Sprache in den Büchern, da schreibt Anthony Williams manchmal in den Kampf mit der Krankheit gehen. Und das ist etwas, was ich für mich selber gemerkt habe, in den Kampf mit meinen Symptomen zu gehen oder so, ist etwas, was für mich selber nicht stimmt, sondern eher in die Annahme zu gehen und auch ins Mitgefühl und eher auch in die Liebe reinzugehen, anstatt in den Kampf. Ja, ich kann mich da tatsächlich auch nur anschließen. Finde es einen ganz, ganz wichtigen Punkt auch. Und was mir in Bezug auf die Community tatsächlich noch auffällt, ist, dass da auch teilweise sehr streng miteinander umgegangen wird. Also ich weiß nicht, wie oft ich darauf hingewiesen werde, sobald ich irgendwas zeige, wo ich Nussmus beispielsweise verwende, werde ich darauf hingewiesen, dass das aber nicht Anthony Williams konform ist. Und mir persönlich ist es relativ egal, was da andere Leute zu mir sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch Menschen verunsichern kann. Also dieser ganz strenge Umgang und dieses Verurteilen von Menschen, je nachdem, wie sie essen, und dass halt auch dieses Thema Essen so in den Vordergrund gestellt wird, als wenn es nur darum gehen würde, finde ich persönlich in der Community ein bisschen schwierig, dass man sich da auch fast irgendwie so ein bisschen dafür verurteilt, wie man isst eigentlich, und teilweise auch ungefragt diese Ratschläge kommen. Ja, das finde ich beispielsweise in der Community auch noch ein bisschen schwierig. Ja, das finde ich sehr spannend, dass sich das so entwickelt hat. Ich frage mich, dadurch, dass man so einen großen Wunsch hat, sich selber zu heilen, und man kriegt diese Hoffnungsbotschaft und wow, da ist eine Leitlinie und das gibt einem Sicherheit, und je strikter diese Vorgabe ist, desto wohler und sicherer fühlt man sich. Also mir ging es so, ich hatte dann diese Liste und dachte, okay, geil, darin kann ich mich halten. Und das ist auch mega wertvoll, gerade wenn man aus so einer beschissenen Zeit rauskommt, dass man sich dran angeln kann. Und ich hatte ja vorher so viele Ernährungsberatungen im Krankenhaus und so weiter. Und da dann zu merken, schon irgendwie nach 3 Monaten, okay, fühle mich ein bisschen besser, macht aus uns Menschen diesen Dogmatismus. Also ich glaube, dass wir Menschen dazu neigen, dass wenn etwas funktioniert, dass wir eine Gesetzlichkeit draus machen. Und da ist dann die Gefahr, gerade bei Social Medium, weil alles Social Media, dass alles super knapp und schnell erzählt werden muss. So, das ist eine große Gefahr. Also ein Kommentar, das ist ein kleiner Satz oder eine Story, das sind höchstens 60 Sekunden. Und da gibt es so viel Interpretationsfläche. Deswegen ist es auch so gut, dass man jetzt Lives machen kann und länger darüber sprechen kann, dass man wegkommt davon, einfach so schnelle Weisheiten droppen zu wollen. Ja, aber das ist dann so und das ist so. Aber das ist dann auch noch ein Punkt, der kommt, gell? Und zwar der Punkt der Individualität, aber das kommt noch später. Ja, ich würde dann tatsächlich auf unseren eigentlich dritten Punkt gehen, nämlich die vegane Ernährung. Rachel, magst du dazu was erzählen? Ja, klar, gerne. Also genau, das ist nämlich ja ein Leidenschaftsthema eigentlich auch von uns allen dreien, dass wir uns eben alle drei auch aus tiefer Überzeugung sehr gerne komplett pflanzenbasiert ernähren und da eigentlich auch gar keine Ausnahme machen. Und das ist ja bei Anthony Williams nicht so. Er macht ja bei verschiedenen Seefischen, macht er Ausnahmen. Und da haben wir uns ja auch schon mal ausgiebig drüber unterhalten, Katha, dass es für uns eben schon ein starkes Gefühl davon ist, wir können auch nur, uns kann es körperlich sozusagen auch nur wirklich richtig gut gehen, wenn es auch der Welt, also wenn es unserer Welt gut geht. Und da ist eben mittlerweile so die Frage, inwiefern können wir zum Beispiel überhaupt noch nachhaltigen Fisch oder nachhaltiges Fleisch konsumieren und schützen so auch unser Zuhause, nämlich die Welt, genau.
Was ich tatsächlich an dem Thema auch schwierig finde, er empfiehlt eben, also es ist was anderes, was er empfiehlt und wie er es lebt. Weil in Interviews sagt er schon, dass er persönlich sich vegan ernährt und kein Fleisch beispielsweise isst. Aber in den Büchern wird es nicht so empfohlen. Und da gibt es ja immer noch verschiedene Fleischsorten oder auch Fischsorten, die irgendwie okay sind. Und ich denke, das liegt so ein bisschen daran, dass man damit dann auch mehr Menschen anspricht. Was für mich persönlich aber einfach auch Fakt ist, ist, wenn ich eine tote Materie esse, dann ist das energetisch für mich nicht besonders gut und unterstützt mich nicht auf meinem Heilungsweg. Das ist halt eine persönliche Meinung. Alle unsere Punkte sind ja irgendwo eine persönliche Meinung. Aber so geht es mir auf jeden Fall bei der veganen Ernährung. Ja. Ja. Dann gehen wir schon auf den Punkt Intuition. Ich bin ein bisschen langsam, Katja. Darf ich noch kurz was zur veganen Ernährung sagen? Ja, sorry. Und ich glaub, dass er das auch aus einem Mitgefühl heraus macht, dass Menschen den Einstieg finden in eine gesunde Ernährung. Und wenn er ganz das Vegane, also die vegane Linie von Anfang an fahren würde, glaube ich, dass er vielen den Zugang versperren würde. Und da interpretiere ich eigentlich ein großes Mitgefühl dem Kranken gegenüber, weil viele, also mir ging es so, ich konnte ja zeitweise 7 Lebensmittel vertragen und darunter war laktosefreie Milch und Fleisch. Und ich war mega froh um diese Produkte, dass ich überhaupt irgendwie Substanz zu mir nehmen konnte. Und in dieses Vegane durfte ich dann kommen, als ich meinen Magen-Darm immer mehr gesunden konnte. Und dieser Wunsch in mir selbst dann wuchs, vegan zu werden, weil ich aber auch die Möglichkeiten hatte von meiner Verdauung her. Weil vorher mit dem Reizdarm ist ja viel Gemüse und Früchte ist echt ein Problem, vor allem wenn man diese Allergien hat. Und deswegen finde ich das ein sehr schöner Move von ihm, der eben für mich das Mitgefühl zeigt und auch die Chance, dass wir uns ändern können, dass etwas eben nicht in Stein gemeißelt ist. Ja, also ich denke, ich habe das. Sorry. Sag's ruhig. Ich habe das auch genauso interpretiert wie du, Priscilla. Und das, was ich jetzt auch einfach wichtig an dem Punkt finde, ist, ich unterstelle ihm da auch gar nicht so wenig Mitgefühl, sondern eher, das ist halt dieses Ding, das ist jetzt so für mich persönlich halt eben was ist, wo ich sage, für mich ganz persönlich, für mein Leben stimmt es nicht zu 100%, aber eben, dass er so den Zugang für andere Leute leichter macht, das kann ich total gut verstehen und das also finde ich auch super wichtig. Ja, total. Ich finde, er könnte es mehrfach erwähnen, dass er persönlich beispielsweise auch vegan ist, aber absolut kann ich euch nur zustimmen und es geht ja heute um Punkte, die wir persönlich vielleicht so ein bisschen anders sehen. Ja. Und das Coole ist auch, es schreiben jetzt gerade mega viele Leute, ich bin auch durch AW vegan geworden. Also das steht jetzt gerade in den Kommentaren, das heißt, es hat also so einen Weg, es macht wirklich etwas mit einem. Und diese Offenheit ist da, dass man auswählen darf. Und etwas sollte ja immer aus einem inneren Impuls passieren. Das wäre die heilsame Variante. Ja, apropos innerer Impuls. Ja. Haben wir als 5. Punkt die Intuition. Es ist ja so, dass wenn man mit Anthony Williams startet, ist man, also so ging es mir, überrannt eigentlich von den ganzen Regeln, die da auf einen einprasseln. Priscilla, du hattest ja schon gesagt, dass es dir ein Stück weit geholfen hat. Verstehe ich auch total, dass man dann da irgendwie sich nach was richten kann. Für mich persönlich war es total schwierig, da erstmal nicht das Gefühl aufkommen zu lassen, dass ich jetzt eigentlich überhaupt gar nichts mehr darf. Es hat dann relativ schnell tatsächlich auch so ein bisschen meine eigene Intuition überwogen und ich habe halt vieles dann eben für mich auch ausgelegt. Was aber, finde ich, bei so ganz, ganz vielen Regeln immer schwierig ist, dass man tatsächlich seine Intuition verliert, wenn man blind Regeln folgt. Und
das kann halt gefährlich sein, gerade wenn man sich dann von dieser Community so ein bisschen anstecken lässt und sagt, dass man auch möglichst roh vegan, möglichst wenig Fett einbaut und da in so eine Spirale kommt, weil man denkt, das ist jetzt die eine Regel, die mich heilen wird und dann vollkommen ausblendet, dass es einem vielleicht doch nicht so gut geht damit, gerade wenn man jetzt irgendwie so viel zu schnell in diese Entgiftung geht, dann ist es eben alles auch nicht so Sinn der Sache. Ja. Ja, ich denke, da ist der große Punkt, ich sage immer, das größte No-Food ist der Stress. Und wenn man sich dann Stress macht wegen dem Essen, das ist sehr kontraproduktiv, ja. Ja. Aber auch hier, gell, hier war es in den Lives, also in den Übersetzungen, die ich gehört habe, wie gesagt, ich höre mir meistens die Übersetzung an, da sagt er immer, wer das nicht kann, der kann darauf zurückgreifen. Wenn das nicht geht, geht das. Aber dann in den Communities, da weht der raue Wind und das ist das irgendwie, was ich angesprochen habe. Ich verstehe das, dass man so wird, um sich Halt zu geben, weil ja, krank sein löst Ängste aus und so eine Lehre gibt einem Sicherheit, aber dass man dann eben diesen Stress nicht auf andere überträgt und sich vielleicht reflektiert und sagt, okay, was würde denn intuitiv Essen bedeuten trotz Ernährungsregeln, so. Ja, total. Also ich kriege immer wieder die Frage, kann ich auch heilen, wenn? Kann ich auch heilen, wenn ich Hülsenfrüchte esse? Kann ich auch heilen, wenn ich Nüsse esse? Kann ich auch heilen, wenn? Und das ist halt schade, dass diese Angst aufgebaut wird und das halt nicht, also irgendwo verstehe ich es natürlich auch, Anthony Williams ist jetzt kein Intuitionscoach, aber ja, das ist halt schade, dass das so ein bisschen verloren geht und dass es zu dogmatisch ist. Genau, dazu passt tatsächlich auch schon unser nächster Punkt. Ich weiß nicht, ob Rachel, magst du noch was zu der Intuition sagen oder sollen wir auf den nächsten Punkt übergehen? Ich würde sagen, es ist eigentlich ein perfektes Timing, um jetzt zum nächsten Punkt umzugehen, weil ich finde, der ist auch eine total schöne Überleitung zum nächsten Punkt, nämlich, dass Anthony Williams sich natürlich sehr auf das Essen konzentriert und das ist wie so ein bisschen so sein Hauptaugenmerk und das ist ja auch total okay und hat mega seine Berechtigung. Und doch haben wir das, glaube ich, alle drei auch erlebt, dass für uns die Ernährung ein Teil der Heilung war und für uns ganz viele Dinge auch noch wichtig waren. Und bei mir war zum Beispiel die Heilung ganz so in 10 Jahren der Anfang, dass ich mich überhaupt angefangen habe, so mit mir zu beschäftigen. Wie geht's mir? Wie kann ich mich weiterentwickeln? Also für mich war das total der Einstieg. Und dann habe ich eben auch weitergemacht noch mit anderen Themen, nämlich zum Beispiel mit Stress und Emotionen und ja, und auch also meine Erfüllung im Leben zu finden, war für mich total wichtig für die Heilung. Und das ist eben auch was, denke ich, was vor allem auch, also Anthony Williams hat ja in seinen Büchern natürlich auch immer noch Teile in den Büchern, wo er auch über andere Themen noch redet. Und in den Communities sehe ich das dann auch immer wieder, dass die Konzentration doch total krass auf der Ernährung liegt und dann eben dadurch, wie gesagt, auch schon Stress ausgelöst werden kann. Und ja, diese anderen Sachen, wie zum Beispiel eben eigentlich eher eine Entspannung und eine Erfüllung im Leben zu finden und ja, sich auch mit seinen Emotionen auseinanderzusetzen, das gerät dann wie so in den Hintergrund. Ja, ich finde es ganz wichtig, dass du das sagst, dass wie die Übersetzung dann in den Communities, die wird dann das andere wieder irgendwie vergessen. Und ich glaube, ich weiß sogar warum. Weil wir Menschen lieben ja Bilder und Essen kannst du abfotografieren, es ist eine leichte Sache. Du kannst es schubladisieren. Das heißt, gerade bei Social Media, alles, was in kurzen Nachrichten, in Bildern, in hier, das habe ich gemacht, das funktioniert halt. Etwas wie Stress, das ist kaum zu fassen. Mir fällt es auch super schwer, mit der Community das zu teilen, wenn ich eigentlich überfordert bin und mir zu viel zugemutet habe. Also es ist für mich einfacher, mein Essen abzufotografieren, als mich in einer Stresssituation mit meinen Kindern zu filmen und sagen, hey, es ist voll beschissen, ich pack das nicht. Wisst ihr, was ich meine? Und auch die Spiritualität. Ich merke auch da, dass mir oft die Sprache fehlt,
oder dass es eine große Fläche gibt, die entsteht, dass ich missverstanden werden kann und dann in falsche Schubladen reingetan werde, so ein bisschen. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen ist das super schwierig und ich glaube, es wäre da, seine Inhalte, gerade mit dem Adrenalin, dann macht das ja über die Adrenalin-Snacks, was ja auch wieder dann mit dem Essen ist. Ich glaube, die Impulse wären da, aber die Übersetzung in Social Medium, ich sage immer Medium, Social Media ist total schwierig. Genau, Medical Medium und Social Media. Ja, also ich kann mich da auch nur anschließen. Für mich, es ist auch einfacher für jeden Einzelnen an der Ernährung zu arbeiten, als tatsächlich an sich selbst und dem Zugang zu sich selbst zu arbeiten. Und Priscilla, wie du gesagt hast, das geht in die Spiritualität rein. Und was aber Spiritualität für jeden Einzelnen bedeutet, ist halt wieder super unterschiedlich. Und was da der richtige Zugang für einen ist halt super unterschiedlich. Deswegen ist es da auch irgendwie schwieriger, als bei konkreten Ernährungsthemen, das zugänglich für Menschen zu machen. Aber Rachel, wie du schon gesagt hast, es ist einfach super, super wichtig, ihr seid auf Stress eingegangen. Das kann ja auch all mögliche unterschiedliche Themen sein. Bei mir war es zum Beispiel ein sehr, sehr innerer Stress und den haben, glaube ich, viele Menschen, ohne dass sie spüren. Ich habe mein ganzes Leben gesagt, ich habe gar keinen Stress, weil ich das also nicht als Stress wahrgenommen habe. Und erst als ich dann in die Meditation gegangen bin, mir auch überlegt habe, wie möchte ich denn mein Leben irgendwie gestalten, erst dann war ja dann irgendwie schlussendlich Heilung möglich. Aber das war halt auch was durch das ganze Thema natürlich irgendwo auch angestoßen war. Aber eben nicht nur durch Anthony Williams, sondern in meinem Fall auch durch Yoga. Das war halt mein Zugang in die Spiritualität. Aber wie gesagt, es kann halt für jeden ganz unterschiedlich sein. Aber kommt halt ein bisschen zu kurz, vielleicht. Genau. Wollen wir dann auf den nächsten Punkt direkt übergehen? Ja. Nämlich, dass Heilung auch anders möglich ist. Das passt vielleicht so ein bisschen dazu. Ich kenne auch die verschiedensten Geschichten. Bei mir im Freundeskreis ist auch eine ganz, ganz liebe Freundin, die eben tatsächlich nur durch die Meditation geheilt ist und eine ganz, ganz tolle Erfahrung dort gemacht hat. Also sie war wirklich schwerst krank, hat sogar eine Nahtoderfahrung im Krankenhaus gehabt, also war ganz, ganz schlimm. Und sie hat dann durch den Zugang in die geistige Welt ihre Heilung gefunden. Und da war überhaupt keine Ernährung, also sie hat sich zwar gesund ernährt schon vorher, aber da war halt keine Ernährung im Spiel. Und das soll halt so ein bisschen Mut machen. Es ist nicht nur dieser eine Weg für die Heilung möglich, sondern es gibt ganz, ganz viele verschiedene. Und je nachdem, was man für ein Mensch ist und was die Symptome sind, können es halt auch verschiedenste Dinge sein, die einen heilen können. Ja, und das ist auch nochmal so wichtig, das hast du ja auch schon angesprochen, eben diese Nachrichten auch auf Instagram, die wir, glaube ich, alle irgendwie auch bekommen. Kann ich auch heilen, wenn ich so und so mache? Das ist da so wichtig, weil ein Heilungsweg, der kann so unterschiedlich aussehen und der kann auch für jeden so anders sein. Ich habe zum Beispiel gestern einen Film über Traumaheilung gesehen. Da ging es überhaupt nicht um Ernährung und da haben sich Leute einfach nur dadurch geheilt, dass sie eben Traumata aus ihrer Kindheit geheilt haben oder sich eben intensivst mit emotionalen Verletzungen auseinandergesetzt haben. Und das finde ich wirklich so wichtig, auch immer wieder hinzuschauen nochmal. Heilung ist auch anders möglich und wir müssen frei und salzfrei und so ernähren, um zu heilen. Es gibt auch andere Wege. Mhm. Ja, genau. Ich glaube, dein Internet stockt gerade, oder Rachel? Jetzt ist es wieder gut, oder? Ja. Ja, Ja, vielen Dank. Ja. Habt ihr es noch gehört? Ja, Okay, super. ja, ja, ich finde es mega spannend. Aber mir ist auch, ich hatte gerade einen Gedanken, aber der hat sich verabschiedet. Weil, Die Anna schreibt von My Soul Has Something to Say, schreibt gerade noch ein schönes Kommentar jetzt. Ich bin absolut sicher, dass man auch durch die geistige Arbeit heilen kann. Ich denke aber, dass für die meisten Menschen die Ernährung eher greifbar ist. Und das ist ja auch das Thema, was wir vorhin schon hatten, eben, dass es so was Bildhaftes, Greifbares ist. Genau, und das andere ist natürlich, kann schon viel abstrakter sein auch. So. ja,
Und Genau, jetzt habe ich ich, den ja, Gedanken wieder. Und zwar, als du das mit dem Trauma gesagt hast, ich habe ja auch eine Traumatherapie gemacht. Und für mich war es ganz konkret so, dass ich erst wusste, dass ich ein Trauma hatte, nachdem ich mich mit der Ernährung gereinigt habe. Also die Ernährung reinigt ja nicht nur unseren Körper, sondern auch unseren Geist. In dem Moment, als mein Brain Fog weggegangen ist, der Schwindel, diese bleierne Müdigkeit, konnte ich das alles, was mir widerfahren ist in meiner Kindheit, aber auch die Traumata, die durch Schmerzen und die Krankheit ausgelöst wurden, konnte ich erst in Worte fassen. Also vorher haben mir die Worte und die Reflexion gefehlt. Und das ist auch ein wundervoller Weg. Aber es gibt auch andere Menschen, die zuerst die Traumaarbeit machen können und dann vielleicht merken in der Heilung, oh, und ich möchte mich auch gesünder ernähren und da in die Selbstfürsorge kommen. Weil Ernährung ist ja Selbstfürsorge. Es ist, liebe ich mich, liebe ich meinen Körper, liebe ich meinen Planeten und wie kann ich liebevoll mit mir und der Umwelt umgehen. Aber ob das jetzt von dem Weg herkommt oder von dem, alle Wege führen nach Rom, heißt mega schön. Das hast du toll zusammengefasst. Gehen wir auf den nächsten Punkt. Genau, dann ist der nächste Punkt, der 8. Punkt, Individualität fehlt. Genau, ich denke, dass es sehr anmaßend wäre, natürlich zu verlangen, dass Bücher individuell verfasst werden, weil das einfach überhaupt nicht geht. Das ist ja auch der größte Fehler überall, in jedem Studium. Der Mensch ist einfach so unterschiedlich, man könnte das gar nicht wirklich erfassen. Aber ich denke, dass es da umso wichtiger ist, und zwar zurück zum 4. Punkt, Sprache und Umgang auf Social Media, ist, wie gehen wir dann damit um? Wie gehen wir mit den individuellen Menschen um in der Kommunikation? Und hauen wir eben einfach Kommentare raus und sagen, du solltest aber das, das, das und das? Oder sagen wir, fühl in dich hinein, wie geht es dir, was macht es mit dir, wo wünschst du hinzukommen? Das ist einfach, ja, dann sind wir bei der Individualität, weil der Mensch dann antworten kann und reflektieren kann. Und Heilung ist immer Selbstverantwortung und irgendwie die Voraussetzung, sich reflektieren zu können. Also kann nicht jemand einfach spiegeln und sagen, aber so ist es. So. Ja, 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 glaub, und auch ist, gerade, ja, so. sag du ruhig. Auch gerade was du gesagt hast, Priscilla, Heilung ist Selbstverantwortung und auch Selbstfindung, würde ich sagen, eben den eigenen Weg zu finden. Und das ist natürlich komplett individuell. Und ich denke auch, diese fehlende Individualität wird uns eher auch wieder in den sozialen Communities wiedergespiegelt als letztendlich in den Büchern von Anthony William selber. Ich glaube, das ist ein Missverständnis oft, dass das eben für alle so hundertprozentig gehen muss und eben Interpretationssache. Und da schreibt auch gerade jemand, ja, da sind wir wieder bei der Intuition. Das ist absolut, die 2 Punkte sind da verbunden, dass da nichts drüber geht. Wenn man selbst das Gefühl hat, dass man auf dem richtigen Weg ist, wenn man irgendwas anderes macht und sich das gut anfühlt, dann schlägt das nichts, dann schlägt kein Ratschlag dieses Gefühl einfach. Genau. Dann gehen wir auf einen etwas anderen Punkt, würde ich sagen, und zwar das Thema Nachhaltigkeit. Das war so ein bisschen, was mir auch in den Sinn kam, weil wenn ich mir das so anschaue, auch wieder wie die Community das umsetzt natürlich, dann sehe ich da oft die exotischsten Früchte aus Asien und so weiter. Leute, die teilweise jeden Tag eine Papaya finden, das ist ja auch nicht schlimm. Ich esse gerade auch ein bisschen mehr Papaya als daheim, weil ich halt gerade irgendwie hier im Urlaub bin. Aber grundsätzlich ist das natürlich nicht das Nachhaltigste und sinnvoll, dass wir uns von irgendwelchen exotischen Früchten ununterbrochen ernähren, weil mein Gefühl dabei ist auch, das kommt komplett unreif bei uns an und reift dann nach. Das ist was ganz anderes. Wenn ich jetzt in Asien eine Papaya esse, dann schmeckt die halt ganz anders, als sie in Deutschland schmeckt und ist halt auch eine andere Nährstoffbombe dort, als es das bei uns ist, wenn es nachreift.
Und ich denke, da darf man sich ruhig auch so ein bisschen an regionalen Obst- und Gemüsesorten orientieren und das auch saisonal aussuchen, weil das A, unserer Umwelt gut tut und B, auch für mich das Sinnvollste ist. Auch in einem Apfel steckt, gut, Äpfel werden sowieso auch empfohlen, aber ich glaube, da müssen wir nicht immer auch blind die exotischen Früchte nachkaufen. Ja, das finde ich auch ein wundervoller Punkt. Gerade weil, also wenn man sich nur nach den exotischen Früchten ausstreckt, dann hat man schnell ein finanzielles Problem, denke ich auch. Also wir als Familie, wir schauen da sehr auf unser Portemonnaie und was ich auch möchte, ist die regionalen Bauern und Bäuerinnen unterstützen. Und da haben wir halt auch wunderbare Heilfrüchte wie die Birne und der Apfel oder die Kartoffel, die ganzen Kohlsorten. Also da ist so viel vorhanden. Und im Ayurveda, das möchte ich auch noch sagen, also überall sind ja die Elemente in uns manifestiert, aber auch in Früchte und Gemüse. Und wenn wir das essen, was um uns herum ist, dann schwingen sie quasi in dieser Energie, dann haben sie die Elemente und sie wissen, was wir gerade brauchen zu dieser Jahreszeit. Und die Jahreszeiten in Kalifornien, wo die Bücher geschrieben wurden, die sehen nun mal einfach anders aus als unsere. Das heißt, unsere Früchte und Gemüse hier, die regional sind, die haben genau die Qualitäten, die wir zu dieser Jahreszeit brauchen. Und das ist so, so wertvoll und die Natur ist einfach perfekt. Ja, so schön. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, ach genau, und wir haben dann zum Schluss nur noch einen Punkt übrig. Und zwar war es, dass wir euch ganz persönlich individuell noch alle mitgeben wollten. Und ich würde sagen, dann fange ich einfach gerade schon mal an. Und zwar mein Punkt 10 ist, das habe ich vorhin auch schon mal genannt, für mich war Ernährung erst der Anfang einer Reise, einer Heilungsreise und einer Selbstfindungsreise und was auch immer. Und bei mir sind noch ganz, ganz viele spannende Sachen dazugekommen dadurch. Und eben auch, wie du es gesagt hast, Priscilla, vorhin, durch die Reinigung fangen wir an, uns mit unserem Körper zu beschäftigen, ihn zu reinigen. Und dann kommen wir auch auf tiefer liegende Schichten. Und das empfinde ich eben auch ganz genau so. Und ja, auch noch kurz auf eine Frage einzugehen, die vorhin kam: Was bedeutet für euch Heilung? Und für mich bedeutet es tatsächlich einfach wirklich in einer starken Verbindung mit dem Körper zu sein und nicht zu erwarten, dass er für immer tip-top fit gesund ist, sondern einfach zu wissen, wo sind seine Grenzen, wie können wir in Kooperation miteinander sein und wie kann ich vielleicht auch mit ihm umgehen oder auf ihn eingehen, wenn er mir an gewissen Stellen zeigt, hey, vielleicht stimmt da was nicht oder so. Und für mich ist Heilung kein abgeschlossener Prozess, sondern für mich ist Heilung einfach eine Reise, die ich im Laufe meines Lebens, glaube ich, bis zum Schluss einfach machen werde. Schön. Ja, super schön. Kann ich mich tatsächlich eigentlich nur anschließen. Ich glaube, Priscilla hatte das vorhin auch schon gesagt, dass es halt, dass diese körperliche Reinigung ein guter Start irgendwie ist und einen auch klarer macht, was vielleicht sonst alles noch nicht stimmt. Wenn ich mir einen Punkt aussuchen müsste, wäre es wahrscheinlich, wie ich es vorher schon gesagt hatte, auch, dass nichts die eigene Intuition schlägt und dass man einfach nicht blind irgendeinem Guru, egal, es gibt ja verschiedenste Gurus, die sagen, das ist der einzige Weg, wie man heilen kann oder das ist der Weg, dass man dann nie blind vertrauen sollte, sondern immer daran arbeiten sollte, zu spüren, wann geht es mir gut, wie geht es mir gut und dementsprechend tatsächlich auch einfach zu handeln. Genau. Das ist es schon. Ja, genau. Vielen Dank. Was mir noch wichtig ist zu sagen, ist, dass für mich ganz persönlich ist es ein riesiger Unterschied, die Bücher von Anthony William zu lesen oder ich mache noch Fremdwerbung, die Übersetzung von Katja, die Österreicherin, die wirklich eine wundervolle Arbeit macht und das 1:1 wiedergibt. Oder ich gehe in irgendwelche Selbsthilfegruppen auf Facebook oder Instagram und
kriege nur immer kleine Ratschläge, und Ratschläge sind auch ein bisschen Schläge. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt hier wäre, wenn ich immer andere Menschen gefragt hätte, oder ob ich, wenn ich wirklich an die Quelle gegangen wäre und die Information wirklich so geholt hätte, weil die Übersetzung, die ist einfach nicht 1:1, und das passiert, Dogmatismus passiert bei uns Menschen, vor allem wenn wir in einer schlimmen Phase waren, und ich kenne das auch. Und man wird extrem, ich kenne das auch von mir, und es war auch gut, dass ich zeitweise extrem war. Es war gut, dass ich mich ganz strikt an die Sachen gehalten habe, weil ich mich dadurch in ein Gleichgewicht gebracht habe. Aber diese Striktheit habe ich mir auferlegt. Das war ein innerer Impuls. Ich habe die Sachen gehört oder gelesen und bin in die Umsetzung gekommen. Oder man holt sich einen Coach, der wirklich ganz weit denkt und im Mitgefühl arbeitet, wenn man sagt, ich kann gerade nicht lesen und bin nicht aufnahmebereit, was ja auch oft ist bei schweren Erkrankungen, dass man sich jemand holt, der im Mitgefühl und ganz individuell einen begleitet, und nicht, dass man denkt, man kann durch irgendwelche Kommentare oder man schreibt in Selbsthilfegruppen, so und so geht's mir, und dann kriegt man 16 oder 30 Kommentare und Eindrücke von irgendwelchen wildfremden Leuten, und dann entsteht ein riesen Wirrwarr. Also hier appelliere ich daran, dass man ja irgendwie zurück zu sich findet, zur Urquelle, oder sich eine einzige Person holt und mit der dann arbeitet. Super Schlusswort. Genau. Sollen wir noch Fragen annehmen, wenn noch welche reinkommen, oder Unbedingt. Oder auch Ergänzungen noch vielleicht? Mhm. Schön. Also auch gerne. Viel schönes Feedback hier gehabt. Freut uns. Ich finde aber auch, dass sich tatsächlich inzwischen, ich sag mal, hier bei uns eine sehr offene Community aufgebaut hat, die auch da sehr mitfühlend füreinander ist. Wo findet man denn einen Coach? Hier auf Instagram unter anderem. Ich finde, Instagram ist ja auch super, um da die geeignete Person zu finden, weil man sieht die Menschen in ihren Stories und kann da einfach schauen, wer ist mir sympathisch, mit wem bin ich auf einer Wellenlinie, wo kann ich mir vorstellen, wer hilft mir, da ja in den Stories auch sehr viel dann von der Persönlichkeit von den Menschen zu sehen ist. Deswegen finde ich das eine gute Quelle. Mhm. Und du, Katja, du coachst ja auch, oder? Gerade aktuell, und ich auch. Bei Priscilla weiß ich, der Zeitplan ist sehr strikt getaktet, aber also Katja und ich, glaube ich, könnt ihr auf jeden Fall anschreiben, wenn ihr jemanden sucht als mitfühlende, offene Begleitung. Genau. Ja, wunderbar. Dann, falls ihr das irgendwie zu einem anderen Zeitpunkt euch noch anschaut, auf Rachels Profil, schreibt uns doch einfach gerne, wenn ihr noch irgendwie Punkte habt, die ihr ergänzen wollt, wenn ihr noch Gedanken dazu habt, wenn ihr euch noch weiterhin austauschen wollt. Schreibt uns einfach eine Nachricht. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Die Frage mit dem Protein. Sorry. Ah ja, das ist eine spannende Frage. Ja? Ja, das ist eine spannende Frage. Wer mag starten? Priscilla startet wieder. Echt, ich soll starten mit der Proteinfrage. Ja, das ist echt, also ich habe ein YouTube-Video darüber gemacht. Geht auf meinen YouTube-Kanal. Genau. Also der Proteinwert, das ist ein Schätzwert. Einfach, dass das mal so gesagt wird. Das ist ganz wichtig zu wissen. Es gibt ein paar Nährstoffe, da wurde geschätzt, was braucht der Durchschnittsmensch. So, und der Schätzwert wurde noch nach oben geschraubt.
Das freut natürlich die Lebensmittelindustrie, weil mit einem hohen Wert kann man dann gewisse Produkte verkaufen, wie Milch oder Fleisch. So, das heißt, die meisten brauchen gar nicht so viel, wie der Wert sagt. Außer man ist vielleicht ein Bauarbeiter und arbeitet wirklich einen knochenharten Job die ganze Zeit. Aber die meisten von uns machen das nicht. Vor allem jetzt im letzten Jahr haben wir unseren Popo flach gesessen im Homeoffice. Genau. Also das mal dazu zu diesem Wert. Und was auch immer wieder vergessen wird, ist, dass Proteine auch in Pflanzen drin sind. Also gerade was ich nicht wusste, ist, dass in der Kartoffelhaut enorm viel Protein drin ist. Und ich habe mich immer gewundert, warum ich so einen Heißhunger auf Kartoffel habe. Und ich merke das auch nach dem Trainieren. Also auch da immer wieder schauen, wo sind dann überall Proteine. Dann hast du noch geschrieben wegen den Hülsenfrüchten. Da habe ich auch in den Foren eher gelesen, oh, Hülsenfrüchte, ganz schlimm, vor allem wenn man Strep hat. Oder Haferflocken, ganz schlimm, dann entsteht eine Verschleimung. Und ich schaue aber immer die einzelne Person an und schaue, fehlt ihr an Substanz, so macht das Ayurvedische. Und wenn Substanz fehlt, dann können Hülsenfrüchte oder auch Haferflocken sehr, sehr, sehr wertvoll sein. Und wenn eine Phase ist im Jahr, wo eben Verschleimung häufiger auftritt oder der Reizdarm ist noch sehr extrem, dann kann man das auch wieder reduzieren, ein bisschen mehr Selleriesaft. Also auch hier, das wird viel zu kompliziert, wenn ich das jetzt erzähle, aber es ist einfach, der Einzelne muss angeschaut werden. Man kann nicht einfach die Hülsenfrüchte verteufeln und das macht Anthony William übrigens auch nicht. Das ist nicht unter No Foods aufgelistet und das ärgert mich auch ein bisschen, wenn man irgendwelche Rezepte macht und dann schreibt man immer, ist das Anthony William konform? Ja. Da muss man unterscheiden, deswegen mache ich so viele Videos auch und erkläre, wie die Ernährungslehre aufgebaut ist. Und die ist nicht aufgebaut in schlechtes Essen und gutes Essen, sondern jedes Essen hat seine Rolle und seine Wirkung auf Viren. Und das darf man anschauen. Ja, das hast du ja schon perfekt zusammengefasst. Ich kann tatsächlich noch kurz eine eigene Erfahrung teilen. Ich habe in meiner Vergangenheit, also ich habe mit so 17 angefangen, Fitness zu machen, relativ extrem. Ich habe darüber ja auch schon öfters auf meinem Profil gesprochen, Bilder von mir gezeigt und ich habe mich richtig High-Protein ernährt und habe Proteinpulver zu mir genommen und mageres Fleisch gegessen, Milchprodukte, jeden Tag ein halbes Kilo Quark, Magerquark um mein Protein und ich hatte richtig schlimmste Haut und es hat sich jahrelang gezogen, bis das weggegangen ist. Und ich denke, dass ein Punkt tatsächlich das Reduzieren von Proteinen tatsächlich war. Weil, Priscilla, wie du das gesagt hast, da wird jeder Mensch über einen Kamm geschert und es braucht halt nicht jeder so viel Protein. Gerade in dieser Abnehmindustrie, dieser Fokus auf Proteine ist halt nicht sinnvoll. Zu den Hülsenfrüchten ist es so, dass ich mehrmals die Hülsenfrüchte beispielsweise esse. Ich habe da tatsächlich durch Ayurveda gut, erst da auch nach Gefühl mal nie gestrichen, weil man darf auch nicht vergessen, Hülsenfrüchte bringen nicht nur Protein, sondern beispielsweise auch ganz viel Eisen. Das sehe ich bei vielen Menschen, die sich vegan ernähren, auch niedrige Eisenwerte und da muss man wirklich aufpassen. Und da ist halt beispielsweise Hülsenfrüchte eine unschlagbare Quelle. Genau. Genau. Es gibt auch, wenn man einen Reizdarm hat, gibt es das Munk Dal. Das ist am allerbesten verwertbar und im Ayurvedischen gibt es auch immer Gewürze, die man dazu kochen kann. Zum Beispiel Kreuzkümmel ist sehr wertvoll, wenn man das kurz mit Kokosöl anschwitzt, bis es so richtig duftet und dann erst das Gemüse und das Munk Dal rein. Dann, das hilft der Magensäure schon, das aufzuspalten und man hat dann weniger Blähungen oder gar keine. Also auch da wieder ganzheitlich, ich denke, die Natur hat uns eigentlich alles gegeben an Geschmäckern und wenn wir die alle in einem Essen zusammenfügen, dann ist unsere Magensäure so dankbar und kann das auch so verdauen, dass es dann eigentlich nicht zu Krämpfen kommt. Das ist natürlich, wenn man noch an Allergien leidet, schwierig. Vorher kam auch die Frage mit der Fructoseintoleranz.
Entschuldigung für die Werbung, aber dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Histaminintoleranz und andere Intoleranzen. Es braucht einfach lange, bis man das Darmmikrobiom wieder aufgebaut hat, aber da zeige ich auch, dass das Schritt für Schritt möglich ist. Ja, und ich finde auch nochmal einfach wichtig, nochmal kurz das Spotlight auf die No-Foods aufzulegen. Ich habe das ja, ich bin ja schon eine Verfechterin davon, dass wir dieses Wort gar nicht mehr so dolle benutzen, weil ich eben auch das Gefühl bekomme, wir teilen eben dadurch wirklich die Lebensmittel in gut und schlecht ein und eben, wie ihr es jetzt auch schon gesagt habt, zu verschiedenen Zeitpunkten im Leben können verschiedene Lebensmittel auch sinnvoll sein und zu anderen Zeitpunkten schon wieder nicht und das ist einfach immer wirklich auch ganz wichtig, das ganzheitlich zu betrachten und zum Beispiel Haferflocken kommen ja auch in der 369 vor und so und das so ganz pauschal finde ich die Hülsenfrüchte oder so zu sagen, die sind nicht gut, geht mit mir auch nicht in Resonanz. Ja, wunderbar. Ja, schön. Da schreibt Lucy Coco, meine Fructoseintoleranz ist mit Anthony William 100% weg und die Erfahrung habe ich auch gemacht. Auch mit Sorbit und Histamin, also es ist möglich und das ist auch das Wunderbare und das Wertvolle an der Ernährungslehre von Anthony William, dass Heilung möglich ist und wir das in dieser Community immer wieder zeigen. Ich denke, was nicht verloren gehen darf beim Fokus Heilung, ist Fokus Mitgefühl und Individualität. Genau, ja. Mega. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind mega gespannt, wie es euch geht. Schreibt es gerne in die Kommentare rein, was euch ein bisschen stört, was ihr aber auch gut findet und wo ihr gerne Änderungen hättet. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Danke.